Ich habe es getan. Ich habe mir Tor 4 bzw. Love and Thunder erneut angeschaut und musste leider feststellen, dass der Film nicht wirklich besser wurde mit der Zeit. Im Gegenteil. Und damit willkommen bei eurem Binger. Alles, was folgt, ist meine persönliche Meinung zum Film. Und Achtung, es kann vereinzelt zu kleineren Spoilern kommen. Wer das vermeiden möchte, schaltet jetzt ab. Mit allen anderen legen wir jetzt los. Thor, Love and Thunder war für mich eine der größten Enttäuschungen im Marvel-Kosmos der letzten Jahre. Ich hatte mich sehr auf diese Fortsetzung gefreut, gerade nach dem Erfolg von Thor Ragnarök und der vielversprechenden Prämisse der Story. Umso härter fiel die Ernüchterung aus, als sich schon in den ersten Minuten abzeichnete, dass dieser Film eine völlig andere Richtung einschlägt, als ich erhofft hatte. Bereits die Erzählung von Korg zu Beginn wirkte wie eine übertriebene, ja fast schon alberne Parodie. Zunächst dachte ich noch, das sei nur eine Art humorvolle Einleitung anhand seiner Geschichte, die er gerade den Kindern von Asgard erzählt. Doch schnell wurde klar, dieser Ton sollte den gesamten Film prägen. Statt einer epischen Fortsetzung mit einer ausgewogenen Mischung aus Humor, Action und Emotionen bekam man eine slapstick-artige Aneinanderreihung von Gags, die oft ins Lächerliche abdrifteten. Die größte Stärke von Ragnarök war, dass Humor und Ernsthaftigkeit im richtigen Moment aufeinander trafen. Hier jedoch wirkte fast alles zu albern. Szenen, die eigentlich Dramatik oder Spannung erzeugen sollten, werden durch unnötige Witze zerstört. Der einzige Humor, der bei mir tatsächlich zündete, kam von den schreienden Ziegen. Eine nette Running-Gag-Idee, die wenigstens für ein paar kleine Lacher oder Schmunzler sorgte. Optisch ist der Film überraschend schwach. Viele der Kostüme sehen billig aus, als hätte man sie aus einer Cosplay-Abteilung genommen. Das ist besonders enttäuschend für eine große Marvel-Produktion, bei der man normalerweise opulente Designs und detailreiche Ausstattungen erwarten kann. Es mag zwar sein, dass sich Tor 4 von allen Teilen am meisten an die Comics orientiert, doch das geht definitiv besser. Was mich regelrecht während des gesamten Films getriggert hat, war die Umsetzung von Mjolnir und Sturmbrecher. Man konnte in nahezu allen Szenen erkennen, dass die beiden Requisiten kaum mehr als ein paar 100 Gramm wogen, was für mich noch etwas mehr die Immersion des Films zerstört hat, als es bis dahin der oft deplatzierte Humor bereits geschafft hatte. Die Geschichte zwischen Jane und Thor, die hier noch einmal aufgewärmt wird, hätte es für meinen Geschmack nicht wirklich gebraucht. Zumal der Subplot um Janes Krebserkrankung und die Transformation zu Mighty Thor eigentlich großes erzählerisches Potenzial gehabt hätte. Doch anstatt die Tragik und den emotionalen Konflikt auszuspielen, wird das Thema oberflächlich behandelt. Es fehlt an jeglicher Dramatik, Tiefgang oder Momenten, in denen der Zuschauer wirklich mitfühlen konnte. Ein Lichtblick hingegen ist für mich persönlich Christian Bale als Gorr, der Götterschlächter. Er schafft es, seiner Figur trotz des albernen Gesamtkontextes Intensität, Bedrohlichkeit und sogar eine gewisse Tragik zu verleihen. Man spürt, dass er aus dem vorhandenen Material das Maximum herausholt. Leider kann er den Film alleine nicht retten. Das Traurige ist, im Kern hätte Thor Love and Thunder ein wirklich guter Film werden können. Die Grundidee, die Story um Gorr und die moralischen Fragen zu Schuld, Macht und Verantwortung sind durchaus stimmig. Doch die Umsetzung scheitert daran, dass man sich zu sehr auf übertriebenen Humor, absurde Szenen und bunte Oberflächlichkeit verlässt. Am Ende bleibt ein unausgewogenes, parodistisches Werk, das den Namen Thor keine würdige Fortsetzung bietet. Daran ändert weder Christian Bale noch der kurze Auftritt zu Beginn der Guardians etwas. Der 4. Teil der Thor-Saga kann durchaus Spaß machen, wenn man generell nicht viel erwartet vom Film und auch nicht allzu tief im Marvel-Universum abgetaucht ist. Für jemanden wie mich, der nach dem großen Vermächtnis von Avengers Infinity War und Endgame gespannt war auf die Fortsetzung der Figur Thor, war es die pure Enttäuschung. Und nun bin ich auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr von Tor 4? Seht ihr es ähnlich wie ich oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Und wenn euch diese Review gefallen hat, dann liken und abonnieren nicht vergessen.